Hallo und herzlich willkommen hier bei uns in der Baumscheibenkunstwerkstatt. Heute mal was ganz anderes. Wir haben beschlossen, uns hier von unserer großen Formatkreissäge zu trennen. Was ist der Grund dafür? Das Gerät ist super, überhaupt keine Frage. Und hätte ich unendlich viel Platz, dann wird das Ding hier auch stehen bleiben. Das ist überhaupt kein Thema. Aber man sieht schon, die nimmt hier einfach wahnsinnig viel Raum ein. Auch wegen dem Schiebetisch, der hier natürlich entsprechende Bewegungsfreiheit braucht. Und wenn dann noch hier der Ausleger montiert ist, dann gehen wir schon beinahe an der Werkbank an. Und gemessen daran wird das Teil einfach zu selten benutzt. Das war die erste größere Anschaffung hier in der Werkstatt. Die war gebraucht, relativ günstig vom Hersteller, ein Rücknahmegerät. Und wir haben im Überschwang einfach zugeschlagen. Und wie gesagt, gegen die Maschine überhaupt nichts einzuwenden, ein super Teil. Aber eigentlich ist sowas für klassischen Möbelbau, Plattenmaterial verarbeiten etc. Das hat sich bei uns einfach anders entwickelt. Wir gehen eher in Richtung Drechseln, eher in Richtung Freiform arbeiten. Und da ist das Ding einfach zu groß. Wir werden sie bestimmt nicht ersatzlos streichen. Da kommt garantiert irgendwann mal wieder was Kleineres her. Aber dieses Gerät ist einfach viel zu groß. Und um die jetzt hier rauszukriegen, wird natürlich erstmal großes Aufräumen angesagt. Ist jetzt nicht unbedingt mein absolutes Lieblingsthema, dementsprechend sieht es hier aus, aber jetzt muss es einfach mal sein. Los geht's! Glücklicherweise hat mir meine Frau zu Weihnachten hier diese schönen Gehörschutzstöpsel mit Bluetooth geschenkt. Da kann jetzt ordentlich Mucke auf die Ohren geben und dann wird das Aufräumen auch nicht ganz so langweilig. Soweit, so gut. Jetzt steht hier als erstes mal vorläufig zumindest die alte Werkbank von meinem Vater. Ich weiß nicht, ob das die endgültige Einrichtung ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier viel mehr Platz in der Werkstatt. Das ist äußerst angenehm, wenn man sich endlich mal wieder ordentlich drehen und bewegen kann. Wie gesagt, hier kommt vielleicht irgendwann mal noch was anderes hin, mal schauen. Auf jeden Fall gibt es hier unten
bereits ein nicht ganz adäquates Ersatzgerät. Das hat mir die Firma Vevor zur Verfügung gestellt. Als hätten sie es geahnt, haben die von sich aus mit mir Kontakt aufgenommen, ob ich das gute Stück mal ausprobieren möchte. Sage ich natürlich nicht nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da allzu viel bei rumkommt. Der Unterschied ist dann doch einfach zu groß, aber das werden wir uns gemeinsam anschauen. Das gibt dann eins der nächsten Videos. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.